Hallo. Hm, Heute ist der 20. Juli. Keine Ahnung, was für ein Wochentag. Interessiert mich jetzt aber gerade mal selber. Mittwoch, der 20. Juli. Bin jetzt seit gestern, gestern in Cascade Locks gewesen. Da ist die Brücke der Götter. Das war ganz cool. Da habe ich den Stefan getroffen, der berühmt ist für seine PCT-Videos. Und lustigerweise werde ich da auch drin vorkommen in einem Video. Wir hatten da in so einem Diner gesessen in Cascade Locks. Also sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Er saß dann bei ihm mit am Tisch und dann fragt er mich so irgendwie, ja, ob ich nicht spontan Lust habe auf ein kleines Interview. Er überlegt schon den ganzen Tag, die ganze Zeit, wie er so seine Videos ein bisschen aufpeppen kann und er eben nicht nur hier allein vom Trail berichtet, was vielleicht langweilig wird auf Dauer. Meinte, ja, wäre doch cool, wenn da mal jemand anders ins Bild kommt und wir so ein kleines Interview machen. Ja, gesagt, ja, machen wir. Kein Ding. Dann holt er sein Handy raus und ganz spontan sagt er, ja, okay, dann geht's jetzt los. Hat kurz irgendwie noch so ein Intro eingesprochen und dann, ja, er hat mir ein paar Fragen gestellt und war ganz, ganz witzig. Ja, dann gestern aus Cascade Locks los und ja, heute weiter. War dann an so einem, ich muss gerade mal gucken da vorne, bin jetzt hier auf so einem Waldweg hier unterwegs, da vorne steht ein Auto. Ja, hatte einen ganz lustigen Tag heute, einen sehr ereignisreichen Tag, also mit mehreren Stories quasi, die vielleicht, also alle an einem Tag passiert, also alles, was heute an einem Tag passiert ist, passiert mir quasi sonst nie. Oder das ist Stoff für ein halbes Jahr oder so, keine Ahnung. Ganz witzig jedenfalls. Also angefangen hat es damit, dass ich heute Morgen dachte, ich habe auf die Karte geguckt und dachte, oh, hier ist ja eine Stadt in der Nähe. War ein bisschen faul und dachte mir, ja, vielleicht kannst du ja da einen Kaffee trinken gehen. Musste allerdings in Kauf nehmen, so 6-7 Kilometer oder so dahin zu laufen. Weil die Städte, die sind ja nie irgendwie in der Nähe vom Trail. Ja, also es war Stevenson, hieß die Stadt. Und die ist quasi am anderen Ufer vom Columbia River. Und da musste ich dann ein Stück weit über einen Highway laufen. Und laufe da so am rechten Fahrbahnrand auf dem Highway. Hatte schon für mich gedacht, naja, vielleicht hast du ja Glück und dich nimmt einer mit. Immer den Daumen rausgehalten. Kein Auto hat angehalten. Und dann plötzlich, da war so eine Einbuchtung, halt einen Daumen raus, guck nach hinten, kommt mir so ein weißer Truck oder so ein weißer, weiß nicht, SUV oder sowas entgegen und schert so ein und hält an, und beim Einscheren sehe ich, dass da an der Seite, also links und rechts an der Autoseite irgendwie Sheriff's Department dran steht. Also Polizei. Er dachte schon, oh Mist, jetzt gibt's Ärger. Weil, was ich aus Kalifornien weiß, da ist das Trampen verboten. Also da darf man gar nicht trampen. Obwohl man es trotzdem macht so. Weil irgendwie muss man ja in die Städte kommen. Da jetzt 15 Kilometer laufen ist auch nicht so doll. Er dachte, jetzt gibt's Ärger. Und die fährt, also war eine Frau Officer, die fährt dann so quasi dicht an mich ran.
Ich war aber mega entspannt, also ich dachte, ja, also das ist auch so ein Ding hier auf dem Trail, man wird sehr, sehr, naja, im besten Sinne fatalistisch irgendwie. Also die Dinge, die mit einem passieren, die passieren mit einem. Die nimmt man so hin und dann ist es so. Ich dachte, oh, was kann jetzt schon passieren? Naja, war also ganz locker und dann steigt da so eine, ja, muss vielleicht so mein Alter gewesen sein, eine Polizistin aus, also in kompletter Montur mit Weste und Knarre und Taser, Handschellen, alles am Mann oder an der Frau gehabt. Steigt aus, so grinsend und brauchst eine Fahrt irgendwie? Und sag ich, ja klar, nach Stevenson. Ja los, steig ein, ich nehme dich mit. Von der Polizei. Ja, dann habe ich meinen Rucksack hinten reingeworfen und mich dann auf die andere Seite, also hinter ihr, platziert. Hinter sie, wie auch immer. Dachte so, ja, setz dich hinten rein, ich mach mal die Tür zu. Nicht wundern, es wird ein bisschen eng da hinten. Ist echt eng, also in so einem Polizeiwagen, dass das alles irgendwie ja, wie sagt man, also naja, jedenfalls alles voller Metall, also da ist kein Raum, um sich großartig zu bewegen, um vielleicht auch irgendwie mit einer Bewegung Energie aufzubauen und irgendwo gegenzutreten, oder das geht alles gar nicht, weil man kann sich da nicht bewegen. Macht sie die Tür zu und ja, vielleicht lasse ich dich ja wieder raus. Sagt sie, ja, und ich gesagt, ja hoffentlich. Das ist das erste Mal, dass ich hier in einem Polizeiwagen mitfahre in den USA. Ganz witzig. Ja, naja, haben wir uns kurz unterhalten im Auto. Also waren jetzt 6-7 Kilometer, hat mich eine Stunde gespart. Haben wir uns kurz unterhalten. Und sie meinte, ja, sie ist den Trail auch schon gelaufen und so. Witzigerweise hatte sie vorher, bevor wir losfuhren, dann hatte sie noch einen Funkspruch abgesetzt. So. Wahrscheinlich musste das machen. An die Zentrale oder wie man das auch immer nennt. Hier, Sheriff, sowieso nehmen jetzt einen männlichen Hiker mit nach Stevenson. So irgendwie relativ formal klang das. Aber die war sehr, sehr entspannt und sehr locker. Da haben wir uns über das Wandern unterhalten. Sie ist den Trail auch schon mal ein Stück gelaufen. Washington. Fragte mich, wo ich hin will. Ja, und hat mich dann 5 oder 6, 7 Minuten später dann in Stevenson abgeworfen, da wo ich hin wollte. Dann Rucksack rausgeholt aus dem Auto. Dann haben wir noch ein Selfie gemacht. Sie hat mir ihre Karte gegeben, Officer Summer, also Summer war der Vorname oder ist der Vorname. Summer Shire, Deputy Sheriff. Ja, witzig, also die Karte habe ich jetzt hier noch dabei. So, Selfie gemacht und dann ist er abgezogen, hat sich mega gefreut irgendwie, dass er mich mitnehmen konnte. Ja, und ich bin dann in so ein Diner, habe da echt den Luxus genossen, Kaffee getrunken, kaltes Wasser mit Eis kriegt man ja da sowieso immer. Dann gab es noch ein Pulled Pork Sandwich mit Pommes für den Weg. Habe dann nebenbei meine ganzen Geräte noch aufgeladen und habe relativ weit, also vorne in diesem Laden da gesessen und kram da so in meinem Rucksack rum. Und da vorne, wo ich saß, da war dann auch so eine Art Theke oder so eine Bar, wo man halt bestellt, wenn man Essen abholt zum Beispiel. Stand da so eine Frau, Ende 40, fragt mich, ja, ob ich ein Hiker bin. Weil ich musste natürlich weiter zum Trail dann weiter und sie fragt mich, ob ich ein Hiker bin und ob ich eine Fahrt brauche. Also zum Trail. Ja, sag ich, ja klar, warum nicht? Wäre cool, weil da muss ich nicht trampen. Ich hatte schon geguckt, da wäre ein Bus irgendwie in die Richtung gefahren und da hätte ich noch, weiß ich nicht, eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde laufen müssen zum Trail. Und dann meinte ich, ja komm, dann pack deinen Kram zusammen und dann nehmen wir dich mit. Ja. Die sah eigentlich ganz gepflegt aus so. Und im Auto, also wir sind da zum Auto gelaufen und im Auto saß dann schon auf dem Fahrrad, also das Auto war ein Wrack. Der
die Scheibe auf der Fahrerseite, also die Außen, also die Fahrerscheibe, nicht die Frontscheibe, die Außen, die war hoch oder die war hochgehalten, ja, mit so einem, da klemmte so ein Stift drin als, ja, als Stopper, so, damit die Scheibe nicht runterfällt. Hinten die Sitze hinten waren ausgebaut, alles voller Gerümpel und ein großer Hund. Und auf dem Fahrersitz saß ein alter Mann oben ohne. Dachte, also als ich die Frau da in diesem Diner sah, da dachte ich, ja, das ist okay, da kannst du mitfahren. Und dann komme ich da zu diesem Wrack. Also das Auto voller Gerümpel, hinten ein großer Hund, der war aber ganz artig. Und auf dem Fahrersitz dann ein alter Mann, der mit schlechtem Zahnstatus, oben ohne saß der da. Ja, naja, dann bin ich da eingestiegen. Dann wollten wir losfahren und dann bekomme ich einen Schreck, einen ganz, ganz großen Schreck, weil meine Trekkingstöcker waren nicht dabei. Also ich hatte, das war bestimmt, saß 1,5 Stunden oder so, saß ich da in dem Diner, auch um das ganze Zeug aufzuladen und so. Und habe nicht gemerkt, dass ich meine Trekkingstöcke, also als ich ins Auto gegangen bin zu der Frau und dem alten Opa, habe ich nicht gemerkt, dass ich meine Trekkingstöcke dabei hatte. Ja, dann kam so ein bisschen Panik auf, gesagt, oh, meine Trekkingstöcke, ich glaube, die habe ich, also ich war vorher noch an einem, also die Polizistin hat mich an einem Supermarkt abgesetzt, weil ich da noch Elektrolyte und eine kleine Flasche Öl habe ich mir da noch geholt. Da dachte ich, ich hätte die Trekkingstöcker in dem Supermarkt oder an dem Supermarkt vergessen. Ich habe gesagt, ja, können wir da noch mal hinfahren? Also weil ohne die Trekkingstöcker komme ich jetzt nicht weit. Ich kann zwar ohne laufen, aber kann ohne nicht schlafen, weil ich die brauche, um mein Zelt aufzustellen. Also zumindest einen davon. Ja, dann sind wir da, war nur 500 Meter oder so zum Supermarkt gefahren. Jetzt muss ich mal gucken, in welche Richtung ich hier laufen muss. Ja. Da geht's bergab. Ja, ich mach mal kurz eine Pause. So, da sind wir wieder, zweiter Teil. Noch eine Geschichte dazu gekommen jetzt. Wie man sieht, hat sich die Szenerie leicht verändert. Wo war ich stehen geblieben? Also die Frau und der alte Mann. Sie sagte mir irgendwann, also wir hatten uns im Auto dann über das Alter unterhalten. Fragte, wie alt ich bin, sage ich ihr. Sie sagt, nein, kann gar nicht sein. Viel, viel jünger. Sie sagt, sie ist 49. Oder in einem Nachsatz meinte sie dann, naja, bei 49 hat sie aufgehört zu zählen. Also vielleicht war sie auch schon Anfang 50 oder so. Und er, der alte Mann auf dem Fahrersitz 77. Und dann sagte sie noch, nächste Woche heiraten wir. Ja, witzig. Naja, jedenfalls meine Stöcker noch nicht da. Wir fahren da zum Supermarkt, weil ich dachte, ich hatte den Rucksack kurz abgesetzt. Und das mache ich regelmäßig, also so gewohnheitsmäßig die Stöcker dann neben den Rucksack legen oder so. Ich dachte, na gut, hast du die Stöcker dann stehen lassen und hast nur den Rucksack mitgenommen, nachdem du da einkaufen warst. Ja, geh in den Supermarkt, scanne da so alles ab. Keine Wanderstöcker, nix. Da
stieg dann schon der Puls so ein bisschen. Und ich dachte mir, wie komme ich jetzt an Wanderstöcker? Das wäre jetzt die Vollkatastrophe. Dann hätte ich irgendwie 15 Stunden nach Portland fahren müssen, um da neue zu kaufen. Also Portland wäre hier die nächst richtig größere Stadt gewesen. Musste ich aber zum Glück nicht. Naja, ja, dann habe ich gesagt, ja Mensch, können wir dann nochmal in dieses Diner fahren oder an dem Diner vorbeifahren, also 500 Meter. Dann gucke ich da nochmal und frage da nochmal. Auch da haben die mich dann rausgelassen. Meinen Rucksack habe ich im Auto gelassen mit meinem Geld und meinen Papieren und allem, aber ich habe denen da schon vertraut. Es war jetzt nicht so, dass ich da Angst haben hätte müssen. Ja, auch im Diner waren die Stöcker nicht. Und dann dachte ich, ja, Mist, mein letzter Strohhalm war jetzt die Officerin. Die hatte mir ihre Karte gegeben. Also wirklich, ja, jetzt hat mich hier eine Mücke gebissen und die habe ich mitten beim Saugen erwischt. Alles voller Blut. Pfui. Ja, die hatte mir ihre Karte gegeben. Also rufe ich die an vor dem Diner. Ah, hi, Summer, hier ist der Hiker, den du da gerade vor 2 Stunden mitgenommen hast. Sie hat sich total gefreut, dass ich mich gemeldet habe. So, cool. Ja, und da habe ich ihr dann gleich mein Leid geklagt oder gesagt, Mensch, ob sie vielleicht meine Trekkingstöcker noch im Auto hat. Und sagt sie, ja, warte mal kurz. Sie hält an, also sie ist irgendwie gefahren, musste anhalten, ist dann ums Auto gegangen und sagt, ach ja, die sind hier drin. So ein Glück, Schicksal. Ja, und dann meinte sie, ja, wo bist du gerade? Sag ich, am Diner. Ja, warte, in 10 Minuten, Viertelstunde bin ich da. Ja, und dann kamen die tatsächlich nach 10 Minuten. Nicht mit Blaulicht, aber ja, und hat mir dann meine Stöcker wiedergegeben. Richtig gut. Ja, und dann da war ich wirklich erleichtert. Die beiden Herrschaften in dem alten Auto, also die 49-Jährige und der 77-Jährige, die haben dann mittlerweile im Auto, also sie war ja im Diner, hatte mich ja im Diner angequatscht, die hatte sich da was zu essen einpacken lassen oder abgeholt. Die waren dann mittlerweile dabei zu essen, beide. Der Hund hat fleißig mitgegessen. Ja, und die haben mich dann zum Trail gebracht wieder. Also, was waren das? Knappe Viertelstunde Fahrt oder so. Auf der Fahrt. Also, der Alte fragt mich ja, wo will ich denn hin und so. Sag ich, ja, PCT hier Richtung Norden. Und er kann mich ja da und da rauslassen, also da, wo der Trail anfängt. Meinte, ach ja, das ist ja spannend. Da ist so ein See. Irgendwie, da waren letztes Jahr 2 Freunde von ihm. Die haben da auch gezeltet, richtig schön. Wunderschöne Landschaft, jedenfalls nachts. Also ich soll aufpassen vor Cougars, also Pumas. Und jedenfalls nachts hätte da ein Puma das Zelt von denen
kaputt gemacht. Also wollte in das Zelt einbrechen. Die konnten dann irgendwie flüchten und sind vor dem davon gerannt, wohl, meinte er. Habe ich mich gefragt, ja, wie kann man vor so einem Puma davonlaufen? Naja, jedenfalls sind die dann in den See oder sollen in den See gesprungen sein, der richtig kalt wohl war. Einer hat sich dann eine Unterkühlung geholt und der Puma, der hat am Seeufer einfach gewartet. Der hat sich das angeguckt und hat gewartet, bis sie wieder rauskommen. Sind sie aber nicht an dem Ufer, sondern sind aufs andere Ufer und von da aus dann Richtung der Straße, wo sie Glück hatten, dass sie da jemand aufgepickt hat. Ja, super, erzählt er mir da so, kurz bevor die mich da auf dem Trail wieder absetzen. Ja, und dann bin ich auf dem Trail, lauf so und dann hatte ich gesehen, an ein paar Bäumen waren so rote Schilder. Irgendwie, da stand irgendwas von Hunting drauf. Und ein bisschen später höre ich dann Schüsse. So, also richtig laut, offensichtlich ja Schüsse. Ich dachte auch, naja, ihm wird ja nichts passieren. Die werden schon wissen, wo sie jagen. Habe eine weiße Mütze auf, also bin kein Bär und kein Reh. Offensichtlich nicht. Ja, und dann komme ich da an so eine Art, nicht Einfahrt, so konnte man auch mit dem Auto rein, so eine Schotterstraße. Steht ein weißes Auto. Und die Schotterstraße führte in so eine Sackgasse, also alles Waldweg. Und da hat man dann hinten ganz am Ende der Sackgasse, da ging dann so ein Berg hoch und vor dem Berg waren so Zielscheiben angebracht. Ja, und da stand dann einer und hat auf die Zielscheiben geballert. Ja, bin da vorbeigelaufen. An dem Auto plötzlich eine Frauenstimme aus dem Auto. Ja, ob ich dann Hiker bin und so, ja. Ja, ihr Mann, der macht hier Zielübungen. Und sie auch, aber sie kann jetzt nicht mehr. Sie saß im Auto und hat auf den Hund aufgepasst. Kurz unterhalten. Dann hat der Mann von hinten gewunken, also von wo er geschossen hat. Bin ich dann auch dahin, kurz unterhalten. Naja, und 2 Minuten später hatte ich die Knarre in der Hand und habe auch Zielübungen gemacht. Okay, one more. Okay, well, there's 10 of them in there. Go for it. Wow, thank you. Yeah. Does it refill automatically? Yes. Yeah, okay. Okay. Okay, one more, then I'm good. Oh, well, go ahead and empty it. Okay. Great. So did it lock back? Yeah, yeah. Thank you very much. Good Thank job, you. Ronnie. That's how you do it in the Thank fucking you. US. Thank you. Ja, ganz witzig, so nach, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so,
über 20 Jahren mal wieder eine Waffe in der Hand und schießen. Ja, habe da, was ich glaube, ein Magazin habe ich da leer geballert. War eine Pistole, Automatikpistole. Ja, auf Zielscheiben war ganz witzig, die Erfahrung. Naja, und dann standen wir da noch 10 Minuten. Die Frau hat sich rührend um mich gekümmert, hat mir noch 2 kleine Tüten Chips mitgegeben. Eine Pepsi zum Soforttrinken und eine Cola, eine Coke für später. Ja, und dann ging es weiter. Ja, und dann kam ich an so einen Trailhead, also an so eine Stelle, wo der Trail auch wieder so einen Schotterweg gekreuzt hat. Orientiere mich da so auf der Karte und überlege, naja, Schotterweg, eigentlich könntest du ja den Schotterweg weiterlaufen, weil es wird ein bisschen knapp jetzt mit den Tagen. Wenn ich am 13. oder 14. August an der kanadischen Grenze ankommen will, dann sind es locker 20 Meilen am Tag ohne Zeros, also ohne Ruhetage. Ja, so dachte ich mir, okay, vielleicht kannst du ja über den Schotterweg ein bisschen abkürzen. Guck da so auf die Karte, also aufs Handy, kommt ein Pickup vorbei, wird langsamer, Scheibe geht runter, so ein älteres Ehepaar. Und die Frau, Carla hieß sie, fragt mich, ach, alles okay, wir haben gesehen, du bist ein Hiker hier, brauchst du Hilfe? Sag ich, nö, aber vielleicht könnt ihr mich ein Stück auf der Schotterstraße mitnehmen. Dann kann ich ein bisschen abkürzen und muss mich jetzt hier am Ende nicht so hetzen und komme jetzt nicht in künstlichen Druck, irgendwie über 20 Meilen am Tag machen zu müssen, um den Flieger zu kriegen. Also ja, sagten sie, ja, steig ein, aber sie haben im Pickup selber keinen Sitz mehr frei. Hinten saß der Hund, also auch wieder so ein halber Wolf. Also bin ich hinten auf die Ladefläche, Rucksack rauf, ich dann da auf die Ladefläche. Hier wimmelt es von Mücken. Richtig gut. Jo. Jetzt mal schauen, wo ich jetzt ankomme. Irgendwo in 6 Meilen soll so ein See sein, an dem man wohl auch ganz gut pennen kann. Das werde ich mal machen. Jo. Und heute hat der Stefan Geburtstag, den ich gestern getroffen habe. Bin da gespannt, muss mir das Video mal angucken, also dieses Interview, was der da gestern mit mir aufgenommen hat, wie ich da so rüberkomme. Ja, das war mein Tag heute. Mal sehen, was noch so passiert. Also was cool wäre, wenn ich endlich mal einen Bären sehen würde. Vielleicht hier so. Auf Pumas habe ich jetzt nicht so Lust. Aber auch das kann passieren. Ist ja noch relativ früh eigentlich, so in der Jahreszeit. Ja, also haben die alle noch großen Hunger. Mal schauen. Also an mir ist jetzt nicht mehr viel dran. Ja. Spare Ribs. Mehr nicht. Ja, gut. Das war's hier zum 20. Juli 2022. 70 Jahre oder
80 Jahre nach dem Stauffenberg-Ding, oder? Ja, naja. Gut. Tschüss. Da komme ich her. Ist jetzt Washington, 20. Juli. Und hier muss ich runter. Also so ein bisschen Switchback-mäßig. Also wie sagt man, Serpentine oder ja. Und diese Aussicht hatte ich hier gerade. Komme hier so an und zack. Wow. Da hinten ist noch der Mount Hood. Da war ich noch vor einer Woche oder so. Am Mount Hood ist die Timberline Lodge. Hier geht es ein bisschen runter. Und das hier Aussicht hier über Washington. Richtig schön. So, 20. Juli heute, Washington. Das ist ja mit einer der schönsten Plätze bisher auf dem PCT, aber auch einer der mückenreichsten. Also das ist echt krass, wenn man hier stehen bleibt. 10 Sekunden, dann sind hier 1000 Mücken um einen herum, wie man vielleicht sieht. Ich bin total durchgestochen überall an den Händen. Das ist alles beulig, voller Mückenstiche. Ich muss hier hin und her laufen. Da hinten ist das Wasser auf dem Topf für mein Lieblingsessen, Kartoffelpüree. Ja, aber das ist ein schöner Platz hier. Aber ob das so eine gute Idee war, hier am Wasser zu zelten, weiß ich nicht, eher nicht. Aber es gab hier auch nicht viel mehr Plätze, weil hier überall noch Schnee liegt am 20. Juli. Ja, bin auch gespannt, ob hier irgendwie mal ein Bär auftaucht oder so. Wahrscheinlich kommen die erst abends. Ja, mal gucken. Jedenfalls werde ich, wenn das Wasser hier kocht, da hinten mein Lieblingsessen da reinkippen. Da ist schon ein bisschen, ja, das sieht man jetzt nicht. Da sind Salamischeiben drin, plus Kartoffelpüree, plus ein Schuss Olivenöl. Das ist mein Abendessen. Und dann wartet noch, eigentlich dachte ich, ist cool, das am See irgendwie, auf dem Stein oder da hinten auf so einem Holzblock, also Baumstamm, zu machen, hier auf den See gucken, Sonnenuntergang. Ich dachte mir, das ist eine coole Idee, aber das werde ich nicht überleben, mückenmäßig. Wundere mich, dass die das hier noch nicht angestochen haben. Ja, also werde ich mich ins Zelt setzen mit dem Bier und das Bier im Zelt trinken. Ja, also das ist hier der 20. Juli abends. Gute Nacht. Oh, die Nachbarn sind heute wieder laut. Ja, guten Morgen. Meine Freunde warten schon auf mich. Die haben alle schon Hunger. Ja, ich werde mich jetzt einpacken hier und denen nur ein bisschen zu essen geben. Man soll ja morgens nicht so viel essen. Deswegen die Aussicht aus dem Zelt.
heute Morgen. Schönes Wetter. Ja, und dann starten wir mal. Wow, das ist viel. Überall Mücken, Mücken, Mücken. Boah. Ja, also nicht stehen bleiben, einfach laufen. Hallo, heute ist der 22. Juli 2022, Meile 2200 in den 30ern. Ich laufe jetzt mal nicht, weil es ist hier relativ noch schneebedeckt alles, also das wär doof. Bin irgendwie am Mount Adams, der hinter mir ist. Mount Adams, und da weiter hinten auf der anderen Seite, da sieht man Mount Rainier, glaube ich, ist das. Das geht jetzt so in die Goat Rocks Wilderness. Richtig schön, aber wirklich noch, es ist nicht sonderlich kalt, nachts wird es kalt, aber tagsüber geht's. Also ich laufe hier mit kurzen Hosen rum. Ja, und versuche mich hier fortzuarbeiten. Man darf nicht stehen bleiben, weil sonst nach spätestens 30 Sekunden man umzingelt ist von 3 Millionen Mücken. Die haben es aber, glaube ich, schwer, bei mir noch eine Stelle zu finden, weil ich komplett durchstochen bin. Also die Mücken hier, die sind wirklich krass. Ja, man darf nicht stehen bleiben. Ja, so sieht es hier aus. Ist jetzt, boah, wie spät ist es denn? Keine Ahnung, 17:30 Uhr oder sowas. Ja, 2 Stunden werde ich ungefähr noch laufen und dann ist Feierabend für heute. Dann heißt es ganz schnell Zelt aufbauen, ab und zu mal hin und her rennen, um die Mücken wieder loszuwerden und dann wieder zum Zelt. Also ist echt ein Graus mit den Mücken, kann man sich nicht vorstellen. Ja, also das ist jetzt hier die Gegend, in der ich jetzt unterwegs bin.